Oh, Leute, Leute, Leute. Ah, was soll ich euch sagen? Es ist mal wieder Sonntag. Tagchen. Hi. Wie geht's? Wie steht's? Was macht die Kunst? Kaum ist man da schon, wird man belästigt mit Prime-Abos. Ey, 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 ey. Danke, Deathwing. 30 Monate. Mehr Abos, als ich zählen kann. Ich habe nie gelernt, bis 30 zu zählen. Dankeschön. Ganz lieb von dir. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid zu diesem Stream. Ein Stream, bei dem wir heute nicht Uncharted spielen werden. Weil es tut noch zu sehr weh. No? Hallo MXF. Hallo. Schade, dass ich dich nicht sehen kann, weil deine Webcam abgeklebt ist. Aber ich winke in meine Low-Quality-Webcam und sage: Hallo MXF. Hi. Tagchen. Ja, der große emotionale Verrat in Uncharted vom letzten Mal sitzt noch zu tief. Und deswegen dachte ich, wir spielen diese Woche etwas anderes. Es begab sich, dass einer meiner Zuschauer mir großzügigerweise 2 Dating-Sims geschenkt hat auf Steam. Mit dem Vermerk, ja, da kann Leo sich mal wieder heiser reden, indem er allen Charakteren dumme Stimmen gibt. Und der Grund, warum ich nicht sage, wer das ist, dass ich es vergessen habe. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, Aaron. Ich bin mir aber nicht sicher. Könnte auch sein, dass es nicht Aaron war. Aaron, warst du das? Hallo, Aaron. Hallo, Gurkenglas. Tachchen, Tachchen. Wer hat mir die Dinger gegiftet? Warst du es, Aaron? Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht mehr. Ähm, ja, dass du das nicht warst, ist mir klar. Das Einzige, was Mats mir giftet, ist ein Exemplar von El Topo, damit wir eine Watch-Party dazu machen. Das sind so. Das sind so Dinge. Und von den beiden Dating-Sims wollte ich eigentlich, also ich hatte präferiert, eine von beiden zumindest zuerst zu spielen, nämlich Sucker for Love, äh, eine HP Lovecraft inspirierte Dating-Sim mit einem sehr heiteren Grundton. Also um euch eine Einschätzung davon zu geben, das erste Kapitel heißt My Really Scary Girlfriend. Ähm, Scheint sehr, sehr lustig zu sein. Das Problem ist, Sucker for Love hat eine sehr eigenartige Auflösung, die man tatsächlich nicht umstellen kann. Ich habe geguckt, ich finde nirgendwo eine Möglichkeit, die Auflösung umzustellen. Und OBS sagt dazu einfach nö. Egal ob Spielaufnahme oder Fensteraufnahme, sagt nö, erkenne ich nicht. Fuck that. Ähm, Was OBS allerdings erkennt, ist das andere Spiel, das ich jetzt eingestellt habe, von dem ich auch nicht so viel weiß. Das heißt Doki Doki Ragnarok und ist eine Wikinger-Dating-Sim. Irgendwie so. Offenbar auch nicht ganz ernst und realistisch, sondern mehr so, auch so mehr heiter, glaube ich. Vielleicht, möglicherweise, mit einem ganz cuten Stil und so. Ja, Sucker for Love. Ich habe auch ein bisschen ins Steam-Forum geguckt. Hat sich jetzt keiner drauf bezogen. Also niemand hat irgendwie nach Auflösung gefragt oder so. Schwerter kreuzen. Du denkst doch schon wieder an Schweinkram, to be chicken. Das merke ich doch. Ja, und gucken wir uns halt das mal an. Ich weiß auch nicht, wie lange wir heute machen. Ich habe ehrlich gesagt heute noch ein paar Sachen zu tun. Also vielleicht machen wir nur so 2 Stündchen oder so. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, bei diesen Temperaturen denkt ihr daran, Dinge zu trinken. Idealerweise natürlich Wasser. Wasser ist nicht nur der Quell allen Lebens. Es ist auch wichtiger Grundbestandteil der menschlichen Existenz und ihr solltet nach Möglichkeit Wasser trinken und nicht irgendwelchen Zuckerkram, nicht irgendwie Soda oder so. Ah, schon ein kleiner Schluck lindert den Schmerz. So.
Ich trinke gerade Kaffee und sprinte nach Hause zum Stream. Klingt nach 2 hervorragenden Möglichkeiten, dich total zu dehydrieren. Bitte trink zwischendurch etwas Wasser. Ja, wenn ihr Limonade trinkt, dann schlage ich euch sehr vor, dass ihr Non-Spawn-Limo trinkt. Köstlich. Köstlicher, nicht bezahlter Inhalt. Vom Guten. Und ansonsten hoffe ich, es geht euch gut. Ich hatte bislang ein sehr schönes Wochenende. Hoffe, euch geht's genauso. Ich war in Brandenburg, ich war in Havel. Dort ist es sehr hübsch. Punkt. Vielleicht wart ihr ja auch dort. Wenn ja, warum haben wir uns nicht getroffen? Schade eigentlich. Ach ja. Und ich denke, nächste Woche geht es dann weiter mit Uncharted. Ich denke, das ist sehr gut. Sucker for Love wird gegen Ende hin allerdings sehr H.P. Lovecraft. Ich meine, es ist auch in seiner Prämisse ja Lovecraftig und es ist sehr gut, weil Sucker for Love, also sowohl der Titel als auch die Artworks, also alles, was man von Anfang an im Spiel wahrnimmt, ist eigentlich sehr heiter und sehr leichtherzig und so. Und dann startet man das Video, es kommt sofort das Spiel und es kommt sofort eine Content-Warnung. Ja, dieses Spiel beinhaltet Gewalt und Suizid und Selbstverstümmelung und solche Sachen und du denkst ja, okay. Ach ja. Ja, ich war in Brandenburg. Brandenburg ist, wenn man eine Affinität dazu hat, ein schönes Fleckchen Erde. Ja, dann müssen wir mal gucken. Also ich glaube, Doki Doki Ragnarok hat tatsächlich keine irgendwie Sprachausgabe oder so. Das heißt, alberne Stimmen incoming. Das heißt, alle Charaktere werden gesprochen wie Martin Semmelrogge. Und oder Werner Herzog. Ich muss an meinem Werner Herzog arbeiten. Ansonsten, es ist der eine Grund, warum ich mich gegenüber Mats minderwertig fühle. In allen anderen Sachen, finde ich, bin ich Mats haushoch überlegen. Aber sein Werner Herzog ist halt einfach legitim gut. Das ist wirklich legitim gut. Und, ja, weil alles andere hier, ja, vor allem in Sachen Setup. Jesus Christ, habt ihr mal angeguckt, wie bei Mats der Stream aussieht? Es ist im Grunde nur Haze und das war's. Das ist, er versucht sein schlampiges Setup mit Haze zu kaschieren. Ich hab das nicht nötig. Bei mir ist alles vollkommen klar. Hawaii-Hemd hier. Manchmal funktioniert das Mikro dort. Schlechte Webcam da. Hier ein iPhone-Bildschirm, auf dem ich euren Chat sehe. Mats weint. Nun, was soll ich dazu sagen? Das ist allerdings auch üblich bei Mats. Ne? Auch wenn man Mats besuchen geht oder so. Das ist immer, er öffnet die Tür und ist gerade noch dabei so, entschuldige bitte. Das ist immer so. Immer. Oh, ich bin auch im Alter weit voraus, ja. Und da muss Mats erstmal versuchen, mich einzuholen. Der Tag, an dem Mats älter ist als ich, das ist ein Tag, an dem ich eingestehe, dass er mir viele Sachen voraus hat. Werner Herzog klingt wie ein Penis-Euphemismus. Das ist interessant, dass du das sagst, weil es gibt diese Rick and Morty-Folge, wo die Außerirdischen Jerrys Penis amputieren wollen, weil er zufälligerweise genau die richtige Form hat, um als Herzersatz zu dienen für einen großen Politiker, einen großen Alien-Politiker. Und als Jerry sich dann da aus, wie ich finde, verständlichen Gründen ein bisschen zickig hat, taucht in seinem Zimmer ein Alien auf, gesprochen von Werner Herzog, das erklärt, wie fixiert Erdmänner auf ihre Penisse sind. In einem relativ langen Monolog. So that's the thing. Das ist eine interessante philosophische Frage. Nur wenn man stirbt, heißt das auch, dass man aufhört zu altern in dem Sinne. Weil ich meine, der Zeitpunkt von meiner Geburt ändert sich ja nicht, sozusagen. Ne? Also, Du sagst ja. Ich sage vielleicht.
Aber ich finde es schön, dass der Stream noch nicht mal richtig losgegangen ist und du mir jetzt schon wünschst, dass ich sterbe. So, ich starte mal Doki Doki Ragnarok. Ragnarok. Dann muss ich gleich nochmal gucken, ob es jetzt gecaptured wird. Ich glaube, es hat die falsche Auflösung. Gucken wir gleich nochmal. Müssten wir testen. So, ich habe vorsorglich schon mal den Sound ein bisschen runtergeschraubt. Ich hoffe, der ist okay. Ich glaube, es gibt das Spiel wirklich nur auf Englisch. Wie man sieht, ne, die Soundregler sind ganz unten. Ist das neue God of War? I doubt it. Aber man kann seine Spielfigur wählen. Man kann choose your Eivor. Und dann hat man entweder oder oder. Ich glaube, es sind die 3, die es gibt, ja. Aber ich mag... Ich lasse es bei feminin und ich gebe jetzt einfach mal weibliche Pronomen. Hier steht auch Boys for She Conqueror, also denke ich mal bei sie. Manche der Grunts klingen wie Dopsy, wenn er versucht, Yoda zu imitieren. Ja, also sämtliche Beschwerden über das Spiel gehen an Aaron. Wenn es auch nur halb so antisemitisch ist wie Panzermädels, dann müssen wir Aaron doxen. Geht dann nicht anders. So, dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier haben. Bitte sagt mir, wenn ich irgendwas ändern muss und soll und was. Wir müssen Aaron dopsen. A boisterous she-conqueror said to be descended from ice giants, known for both being huge and being huge badasses. Crushingly powerful with the axe and her charm, she has nonetheless seen nothing but failure on the battlefield of love. Will this Viking pillage the village of her dreams? Wundervoll. Sollen wir uns die anderen Texte auch noch angucken? Just who is this grand artisan of Vikingship? Nobody knows where they hail from, only that they desire an end to their loneliness. And being as grand as this can be a lonely fate indeed. Will this badass Viking find the Valhalla of the heart? This fearsome fellow enjoys axe play, being a huge badass all the time, and long walks on the beach. But he's been struggling with powerful issues of self-confidence, almost as powerful as his desire to pillage. Will this hopeful Viking find glory and love? Wie gesagt, wir bleiben mal bei ihr. Feminine Grunt ist okay. Und los. I am a mighty Viking. Was meinen Sie mit Axeplay? Es klingt wie ein Fetischding, ne? Es ist, ne, es gibt ja auch andere Kings-Sachen und so, die beginnen mit Play. Ja. I am a mighty Viking. Yet I've never raided the village before. All the other Vikings make fun of me for that. Oh, I'm so embarrassed. But one day, after a long night of meat-based partying, everything changed. Brave Viking. Huh? It is I, All-Father Odin. Wundervolles Design. Wundervolles Odin-Design. So und nicht anders darf der Rabenvater aussehen. What? Is this a dream? No, it's Odin. I just said that. Oh, right. Brave Viking, I have chosen you. It is time for you to conquer in the name of Odin, who is me. I accept your quest, oh great Odin. What's this conquering you speak of? Hug Odin. I don't know. Hug Odin. Ich glaube, wir alle wissen, dass ich das machen muss, oder? Ich denke nicht, dass ich eine Wahl habe. Overcome by raw, pillaging-related emotions, you hug the almighty Odin. It's alright, brave Viking. Let my all-powerful beard embrace you. I'm just so glad to have a quest, a real quest. 'Tis true.
I have granted a quest unto you. Set forth and plunder all the land for the glory of Vikings. Emboldened by Odin's words, you set out to sea. Your quest brings you to England, traditional target for Viking raids throughout history. It is here that you shall approach your first village. Your heart is beating faster. Your excitement could very much kill you any moment. And then, a village appears in your sights. What? A Viking? Oh my, I don't know what to say. I was not expecting a Viking invasion today. It's not like I want you to raid my coastline or anything though, Bucka. This village blushed. You're greeted by the coastal town of Wareham. Fishery has provided these people with modest wealth. Quaint huts dot the hills. Our illustrious champion returns. Welcome home. Hallo Boon, vielen lieben Dank für 22 Monate. Ich würde sagen, wenn es ein Spiel und ein Stream verdient hat, dass man hier ein Abo hinterlässt, dann ist es dieses, in dem wir drauf und dran sind, ein kleines Fischerdorf zu verführen. Oh nein, ich habe mich nicht versprochen. The populace, already worn down by the peasantry's harsh lifestyle, is also burdened by being English. It is a simple, perhaps even introductory village. Time to conquer. But your trusty axe weighs heavy in your hands. Before this village, you feel ill-prepared. You can't think of anything to say. Could this be Nervosity? Es ist kein Bart Simulator, es ist ein Viking Dating Simulator. Es ist Doki Doki Ragnarok. Und ich glaube, die Implikation ist, dass die Villages, die wir raiden, sowas sind wie unsere Dating Sim Targets. Ich glaube so. Aaron als Empath glaubt zu spüren, dass ich leicht amüsiert bin. Das mag sein. Du als Mensch mit einer normalen Wahrnehmung dürftest auch mittlerweile wissen, dass ich leicht zu amüsieren bin. Also. Do not falter, brave yet nervous Viking. Odin appears before you. Kann ich ihn wieder haken? Your surprise is barely surpassed by your awe, balancing out a cool raised eyebrow over all. Our illustrious champion returns. Welcome home. Schicken, vielen lieben Dank für das Abo und ich hoffe, Aaron, dass du, dem wir dieses Spiel heute verdanken, sehr viel Spaß hast mit den Emoji, die du jetzt auf anderen Kanälen oder auf diesem Kanal droppen kannst. I know what you're thinking. What if I say something stupid? What if I come off like a total creep? What if I embarrass myself? Oh Mann, mein ganzes Datingleben in 3 Sätzen. Well, don't do that. Believe in yourself. See those hearts up there on top of the screen? Diese hier. Get one of those hearts and you have succeeded. Experts may aim for 2 or even 3 hearts. Every Viking needs their nap time eventually, so heed the number next to the hearts. Okay. It tells you how much more decisions you can make before the raids end. In the upper left, you can find the mighty settings button. Smash that button for powerful options or for restarting the raid if you are a crazy daredevil. Now go out there and date that village! You gulp heavily. You face the village. Well, hello warrior. I, hope you like my easily conquerable treasure holes. What do you say, Viking? Hello village, around here often? I am a fierce Viking conqueror. What am I supposed to do here, oder? Scream drunkenly. Alles sehr, sehr gute Optionen. Input von eurer Seite? Möchtet ihr eine Option besonders sehen oder so? Nicht das, was du sonst bei einem Date tust. Okay. Also werde ich nicht fragen, around here often, was mein Standard-Go-To ist, wenn ich mit jemandem flirte. Außerdem finde ich, vielleicht erübrigt sich die Frage bei einem Dorf. Hey Dorf, bist du öfter hier? Ja, ich schätze die ganze Zeit. Ich glaube, das ist, was ein Dorf ist.
Gurkenglas halb voll ist natürlich sofort für die Around Here offene Option. Okay. Weiß nicht, sollten wir nicht vielleicht, also, es wirkt so, als ob es prinzipiell nicht abgeneigt, dem Gedanken nicht abgeneigt ist, geratet zu werden von uns. Aber vielleicht sollten wir ein bisschen auf starke Frau machen und ein bisschen I am a fierce Viking Conqueror, ein bisschen Brustgetrommel, oder? Wäre das nicht gut? Das hier machen wir nicht. Vielleicht kriegen wir eine Erklärung, wenn wir das hier machen, aber das ist... Ich bin Verfechter der Fake it till you make it Nummer und dass man erstmal mit Selbstbewusstsein auch Fehler machen kann am Anfang, um vielleicht in den Flow zu kommen. Und Scream Drunkenly ist natürlich eigentlich unwiderstehlich, aber ich probiere es mal hier mit. I am a fierce Viking Conqueror. Wow, you really are. That powerful physique, that powerful gaze, that powerful smell. Wow, es läuft wirklich wie eins meiner Dates. I know being looted by roving bands of Vikings is all the rage amongst coast towns these days. Yet I've never expected it to happen to me. Brave Viking! You're doing well, doubtlessly due to the after effects of the guidance I offered earlier. I'm sure you're wondering, but great Odin, where do I go from here? I was wondering that. I know, right? But fret not. As a Viking, you always have a number of powerful Viking actions at your disposal. Go on a raid, drink delicious mead in a fierce manner, praise me, your favorite badass god, Odin, or invade England like the cool Viking that you are. Listen to the villagers and decide what... Was war das gerade für ein Soundfall? Ist Odin ein Murloc? Listen to the villagers and decide what the best course of action is to pillage your way into their hearts. There may be distinct hints for figuring out what to do. Casual havoc erupts among the populace, which starts realizing that their hometown is being flirted with. Clearly, there's that certain magic between you and the village. Well, it's not like I know anything about Viking raids. You wouldn't be so bold as to just raid houses for treasure, would you? Oh, I'm ever so curious if you would, fierce Viking conqueror. Wow, brave Viking. Remember what I said about hints? Hallo Nummerngraf. Das ist, ja, eine Frage, die ich mir auch stelle. Der was so hint just now. Das war kein Wink mit dem Zaunfall, das war ein Wink mit dem ganzen Zaun. Wow, it's like I'm an all-knowing god of wisdom or something. Wisdom. So, what would you like to do now? Raid. Diese 4 Optionen. Kennt ihr manchmal diese losgelösten Panels aus Dating-Sims, die dann als Meme rumgehen? Dieses, sowas wie Hug Him oder Nuke Venezuela? Das hier ist so eine Aufzählung. Raid, Drink Meat, Praise Odin und Attack England. Das sind genau die Optionen, die Odin gerade gesagt hat. Aber sie nochmal so vor Augen zu haben, ist, just Peak Viking. Das ist, ich glaube, das Spiel ist jetzt schon leicht unterhaltsamer als Assassin's Creed Valhalla. Zumindest ist es kompakter als Assassin's Creed Valhalla. You command your mighty Viking fleet to attack. Cleaving and reaving and loving it, you wreak havoc. What? Wreak havoc. Wreak havoc on the unsuspecting fisher people. Their riches are yours. And wow, are they ever. Using your unique reaving style, conquering with one arm, flexing your muscles with the other, you succeed beyond your wildest dreams. Incredible, mighty Viking. I see you know how to treat a lightly defended settlement. If you keep destroying and being a general plague upon these innocent people, I might just fall for you. Oh, Wareham, you slut! Well, that was some action, wasn't it? Viking action. I've got 4 different ones, apparently. Impressive of you to count that high. Ich meine, ich schaff's wenigstens bis knapp unter 30. Hier ist schon beeindruckend, wenn man bis 14 kann. Okay. Luckily, you do not sense any sarcasm. Probably because you don't know what that is. What else are you capable of, Viking? Impress me. Roar, buff, oder? I enjoy a number of highly intellectual activities. Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, dass Wareham am besten auf Demonstrationen von Stärke anspricht.
Und ich weiß nicht, ob Kotzen oder die Kombination aus Brüllen und Kotzen das richtig ist, aber Roaring ist vielleicht nicht schlecht. Edward sagt Raw Bath. Wenn man gerade sagt Raw. Für mich klingt das, als ob Raw mehr Sinn ergibt als Raw Bath. Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass Highly Intellectual Activities nicht das sind, was hier gefragt ist. A thunderous roar bellows across the battlefield of love. You did not know the sheer volume you are capable of. Windows shatter, buildings collapse, birds explode mid-flight. You're grasped by an immense sorrow because of all those poor birds. Whoa, I'm truly impressed. That was hella loud. Almost unreasonably so. I am nothing if not unreasonable. Huh? Mighty Viking, I can see you move your mighty move, but you move your mighty move? What? I cannot hear you. Your tremendous scream has rendered me deaf. No! Disaster strikes. Who could have foreseen this tragic development? It looks like your next Viking action will have to speak louder than words. Time is growing short. You barely began pillaging, and the day is almost over. You were so immersed in your first real plundering experience you forgot all about the time. Ja, wir müssen gleich. Soon you'll have to turn back before you miss nap time. But first, one last Viking action. Think of all you've learned, brave Viking. What might be the best course of action? Choose wisely. What will be, Viking? Okay, das klingt nach einer einfachen Entscheidung. Miraculous comeback. What? Can it be you're actually attempting a comeback? Hell yes you are. You refuse to accept failure. You're a badass Viking. So you had a bad start. Whatever. You're so badass. You'll just take that bad first impression, add an ass impression on top of that, and come out with a badass impression. Easy. And so you begin the entire thing from the start, but cool this time. You weave like a madman. Frustration leaves your body at incredible speed, bringing destruction to the unpurified parts of your surroundings. What pillaging power. What tenacity. Oh mein Gott. Wir haben das jetzt schon im Sack. What a Viking. With a mighty swing of your axe, you bring down the very last building. Your tour de conquer. Your de conquer may have begun with a whimper, but it ended with a bang. The village has been plundered. Riches are yours, but will the village's heart be yours as well? I'm very impressed, Viking. You've truly turned things around. I see you just need to get settled into the trendy Viking lifestyle. In a way, your hapless start was kinda cute, actually. It's a good thing no one can see you blush, because you're covered in the blood of your enemies. Your raid has found an end. Doubtlessly you have acquired riches beyond counting, which may not be a lot, actually, because you're not all that good at that counting thing. Yet all the riches in the world would be meaningless if you could not brighten this village's day. The village surveys the utter destruction that has been brought upon these settlements. Traces of badass Vikings flipping out can be seen everywhere. Walls were toppled, treasure holes razed. A farm has been turned upside down. Chicken, formerly held captive, now roam free to seek vengeance on the fleeing farmers. Meat spills result in naturally occurring lake systems. And you feel the village's warm smile. What a day, Viking, that was a truly romantic encounter. You conquered with such passion, yet so much understanding. I know you're new to this, but you already pillaged like a pro. Okay, so gutes Feedback habe ich nach dem ersten Date noch nie bekommen. Please, it was all I could do as your friendly neighborhood Viking. Oh ho ho, then I guess I'll see you around. Neighbor-chan? Success! You led your Viking party on a fearsome raid, and more importantly, you found love and mutual understanding. Having burned down all these houses, you truly feel like you have matured emotionally, if just a bit. Dare I say, you learned more about yourself as well? You definitely did! Rejoice, brave Viking, you succeeded beyond my wildest dreams, and I can see the future, so that means a lot. But that is just the beginning, my child. There are many more villages out there, just waiting for that one special Viking. Oh, great Odin, I thank you for your guidance. I swear I will be the most badass Viking to ever date a village. Ho ho ho, will you now? Then I wish you good fortune, brave Viking. May your meat be never ending.
Praise be Odin. Yeah, praise be me. Okay, das war Wareham. Yeses. Using your finely attuned Viking treasure sense, okay, you follow the traces of untold riches. And lo and behold, your boundless drive to reef has once more yielded a worthy target. A moneyed neighborhood appears before you, relentlessly flinging its liquidity all over the place. Nouveaux riches are filling every available space. The gentrification here is super real. You are disgusted by this display of obscene wealth. It's also smitten by the availability of investment opportunities. Plunderingly, you enter its gilded harbor. Posh village. My, and I was wondering where the sudden cashlessness was coming from. I can sense this, Viking. Your wallet is as empty as your head, and your love for England is in question, to say the least. What do you want, you dirty lot? Your riches? Attention, stop hurting my feelings, oder fart. FDP ist dann. Wir können nicht die Fahrtoption nehmen, seid ihr irre? Es ist doch klar, dass wenn wir dieses Dorf beeindrucken wollen, und ich kann nicht glauben, dass ich solche Sachen wirklich sage, dass wir ihm zeigen müssen, dass wir an Geld interessiert sind. Mula, Riches. Money. Okay, wenn alle wollen, dass ich Fahrt nehme, dann nehme ich natürlich Fahrt. You fart in a very noticeable, decisively unposh manner, which is sure to embarrass anyone who does not own their actions like a boss. Insolence! Oh, das hat aber ziemlich viel gefüllt hier. I cannot believe it. I'm the poshest village around, and yet you do not care one bit. This is so dangerously cool. Okay. That respectlessness, don't tell me you think about England the same way. Oh, ich denke, Posh Village wird rausfinden, wie wir über England denken. Attack England. My word! Now I truly know how much you care about England. Not at all. You do not give a flying hoot about it. Your raiding behavior is absolutely irresponsible, Viking. Very, very irresponsible. You're a dangerous Viking barbarian. Compellingly so. How could you possibly top this height of cool disrespect? I'm so bad, I'm downright impolite. Unleash fearsome warcry. Unleash warcry at reasonable volume oder unleash war whimper. Ich denke schon fearsome, oder? Edward möchte, dass wir sagen, I'm so bad, I'm downright impolite. Also ich meine, reasonable volume ist out of the question. Wir haben ja schon gemerkt, dass Posh Village davon beeindruckt ist, wenn wir unreasonable sind. Whimper ist auch blöd. Ich denke, fearsome warcry, oder? Ja, ihr meint, das ist die Logik. Aber wer ist denn... Wer sagt denn, ich bin unhöflich, anstelle einfach unhöflich zu sein? Ich bin unsicher. Sich erklären, das ist eine Form von Eingliederung. Also ich tendiere eher zu fearsome warcry. Ich mach das einfach mal. You let loose a cry of war. Your fierce demeanor is proclaimed for all to hear, using the timeless medium of yelling. It's a timeless classic. Ho, 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 ho. What incredible power.
I had no idea. I thought you were a mere barbarian, yet I did not know just how loud you guys can get. Okay, this just hurts my ears. I'm a village, but it still hurts my ears. I don't know how, but it did. Mehr Attacking England? Macht das was, wenn man diese Option zweimal benutzt? The disrespect knows no end. There is such a thing as being excessive. My word! What an adventure! What an adventure indeed! I'm glad I could share this raid with you. Well met, barbarian. You truly are a thoroughly nasty, brutish thief, as low as they get. Just how I like them. Like 'em. Success! Your Viking prowess has once more led you to a smashing victory. The rich village, now considerably poorer, has fallen to your for your Vikingly ways. Well done, brave warrior. Wandering the picturesque landscape of pre-invasion England, you take the chance to survey the lands before you inevitably plunge them into chaos. Good thing your boots can not only tread upon your fallen enemies, but also enable prolonged land travel, a process known as walking. And what a great day for walking it is. You enjoy the beautiful nature in a dominant, non-wussy way. You begin to enjoy yourself so much, you even take a while to mingle with the local populace. Surely these poor farmer people will welcome a fiendish Viking out to conquer the coast indiscriminately. To your utter and complete surprise, they don't! Vikings! Bah! A common English woman manifests from a nearby brush. Actually, she was standing there for quite some time, attending some menial, non-badass task, which your Viking senses are too developed to understand. What do you think you're doing here, uncouth barbarian? Strutting about like you own the place. Well, I do not approve. Bewildered and confused, you start to roar. Yet your problem does not disappear. Somehow, in fact, it keeps being there. Oh no, she keeps glaring at you. You don't even know what it is that she does not approve of, but it really, really feels like it's your fault. Your mighty roar kinda peters out a little, turning into sort of more of a mewling of sorts. Oh no, now she's tapping her foot impatiently. Well, be on your way, barbarian. Silence! Okay, but not because you said I should. Loudly praise your heathen gods. I feel like I'm not welcome here. Ich denke schon, ein Zeichen von Stärke und Dominanz. Einfach laut Silence! Silence! No! Oh dang, she's a tough one. Confusion worms its way into your head. What's going on here? Villages are normally just, you know, mentioned as a small aside while all the pillaging happens, like particularly boring sheep. And now you're really getting bad vibes here. I don't understand, what do you have against those fine Viking folk? Oh, I tell you! These Vikings are downright terrible. They're terrible for our quaint little villages. Because they steal every treasure you hold dear, because they lay torch to your homes and acres, because they bring terror with their armies, because they park on reserved parking spaces? No, of course not. Nobody cares about that. It's because they keep romancing our respectable villages. Everybody knows that pillaging is an expression of true love for Vikings. So when they plunder the English coast, what they are actually doing is to shamelessly flirt with our very homes. It's downright indecent. Whoa, I never really thought of it like that. Bist du sicher, Eivor? See how awkward it makes fleeing in terror? There we are, running for our lives, and everybody's like, ugh, get a Ragnarok, you two. Last time some peasants rolled their eyes so hard they ran right off the picturesque cliffs of England. Not to mention the moral quandary of a vile barbarian seducing our proud villages, which is, mildly put... Okay, I stop caring, bye. And then you just kinda leave. Das war eigenartig. Okay, wir interagieren also nicht nur mit den Dörfern, sondern manchmal auch mit den Dorfbewohnern. Das ist interessant. The time for plunder is here. Emboldened by Odin's wise words, you hurry along the coast. Soon, you should find a village worthy of being ransacked. You are filled with hope and meat. But you thirst not just for meat or vengeance in general, but also riches.
And soon riches shall be yours. A simple village with considerable amounts of treasure leaps into your sights. Was habe ich verpasst? Wir haben uns mit einer Engländerin gestritten, die meint, es ist unmoralisch, dass wir Dörfer verführen. You let out a seductive battle cry as you attack the village. A simple village. Audible gasp! Falls ihr Code Ment noch nie gesehen habt, würde ich euch sehr empfehlen, Code Ment zu gucken. Code Ment ist sehr, sehr gut. Vikings in my Bay Area? What luck! Here was a simple country village with my churches intact and no treasures taken at all. It was dreadfully boring, I tell you what. Well, are you going to lead a raid? Is that what your Vikings do, isn't it? I had the idea first. Shuffle your feet nervously. Let's praise Odin. Stare at defenseless citizenry. Noch wissen wir nicht viel über dieses Village. Vielleicht sollten wir uns eher auf die Bürger, also die Bürger auf das Townsfolk konzentrieren. We stare longingly at the defensive citizenry. They're just there, clearly ready to fall into a panic, making your cool conquest especially cinematic as they run away in captivating scenes. Presumably, there will be badass scenes in slow motion. I know, I appreciate your flattering bloodlust. But less hesitation, more action, I'm terribly bored. Do you know how darn peaceful it gets out here in the countryside? It's horrible. Show me some good raiding, Viking. The village is pushing really hard for the trademark Viking invasion. Clearly, it is expected of you to conform to their preconceived Viking notions. But is there such a thing as a predictable Viking? Let your Viking actions speak true. Ich meine, es will, dass wir raiden. Aber vielleicht ist eine andere Option besser. Lingerie aus Gebälk bei Fachwerkhäusern. Okay. Ich bin unschlüssig, was wir tun sollten. Drink some meat? You drink meat with a swift motion, meant to establish dominance over lesser drinkers. What? You're not going on a raid? Instead you're drinking some sort of spoiled honey juice? What is this? This is bringing terror and despair to my people. Look at them, it's boring. What are you trying to tell me? Being a Viking is more than raiding. What? Yes, we lust for gold, and yes, we lust for the thrill of battle. But we also lust for emotional validation. Oh, Viking son! Kennt ihr das in Ace Attorney, wenn Emma Sky frustriert ist und dann fängt sie an, Schokoladensnackhus zu naschen? Your words have touched my soul all this time. I thought of the Viking terror as nothing but a fun pastime. But your wanton acts of barbarism show the great emotional maturity you truly possess. Meint ihr, wir sollen jetzt raiden oder wir sollen dieses Spielchen hier noch länger...
Weil ich meine, machen wir uns nichts vor, ne? Das letztendliche Ziel ist schon Raiding. Das ist, versteh mich nicht falsch, wir sind alle unterschiedlich. Bei manchen Leuten spielt Raiding in ihrem Leben überhaupt keine Rolle. Und das ist natürlich voll cool und so weiter. Aber für die Leute, bei denen Raiding eine Rolle spielt, bei denen ist es schon ein großer Motivator, es ist schon ein großer Antrieb in ihrem Leben. Und eine wichtige Sache, auch für ihre Selbsterfüllung und Selbstbestimmung und so weiter und so fort. You rush over the land like a Viking-filled avalanche. It's a raid of legend. Finally, a raid like I asked. An adequate display of raidmanship. And here I thought you're no Viking at all, but rather an extremely bearded lumberjack or something. Well, I'll be fair, you could be both. Wir sind nicht bearded, aber okay. I'm just glad you finally resorted to the usual. So, here we are. I think this time we spent together was very fun, Viking. The simple country village certainly has been flawed, haha. It's funny, because all the houses have literally been ruined and burned to the ground. I can see the humor in that. I've learned a lot today. You are the warrior of my heart. Congratulations, Viking. You have tamed the simple country village's heart. Ja, aber nicht sehr erfolgreich. Because that is what pillaging is all about. Raise peaceful settlements to the ground, and in doing so, learn more about each other's true feelings. Heartwarming. Oh, es zweigt ab. Aber bei beiden ist nur so ein Herz, also ist es vielleicht wieder so eine Begegnung wie die hier. Nummern Graf, du sollst doch hier keine Werbung machen? Oder wird Nummern Graf 01 etwa gesponsert von? NordVPN? As a Viking, you not only have unparalleled mastered the soul, being among the top 100 worldwide at walking. And yet you feel a certain unease as you stride across the English countryside. Passend zum Wikinger-Stream dachte ich lasse mal mein extrem maskulines Niesen vom Stapel. Das Niesen dem Frauen vertrauen. Und Männer. Und Non-Binaries. Und jeder andere eigentlich auch. It's time to raid. Enemies could be anywhere. In your mind, you already begin formulating plans how to defeat those vicious land enemies. Yet you are so busy mind-battling you have not noticed that the English megafauna is already upon you. A terrifying beast, slavering and howling, emerges from a common hatch. Look at his terrifying bow. Ja, das Spiel von Dating Sims ist so ein klassisches Zeichen von Maskulinität. Und ich meine, mein Niesen ist halt auch, ne, also, ich meine, es ist laut. Ich schätze, das ist ziemlich maskulin. A wild corgi approaches. What is your mighty Viking decision? Play that as the wily opossum would. Oder? Who's the good boy? Who's the good boy? Who's the good boy? The corgi is elated. It seems the monster is, indeed, very keen on finding out who this good boy is. Because perhaps, just perhaps, this good boy might be very close. Closer than you think. Who's a good boy? The sheer excitement fills the dog with vast quantities of energy. Corgi intensifies. He has to know. By the gods, Viking, tell that poor dog. Tell him who the good boy is. It's me, I'm the good boy. Edward, nein. Edward, nein, aus. Wir können diesen armen Corgi nicht so enttäuschen. Das, nein, nein. Nein, 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 nein.
good boy! The dog explodes with sudden joy. Its little eyes shine with unconditional love and excitement. It runs never-ending laps of happiness around you. It's true. He's the good boy. There are many boys, but only one good boy. And that's him. Sam, Dankeschön. Schön, dich hier zu haben und danke für 2 Jahre Abos. Von über 4. Dankeschön. Und außerdem danke Aaron, dass du dein Gift vorwärts sprühst. Und Edward mit deinem Wohlwollen und deiner Gabe quasi übergießt. Ja. Nur mal, Graf, das ist nicht gut. Wenn dein Tor so wehtut, dann solltest du wirklich an deiner Niestechnik arbeiten. Das klingt nicht sehr gut. Ja, Sam, ich hoffe, das Corgi-Kapitel dieses Spiels hat dir gefallen. It's all clear to him now. Overjoyed, the Corgi bounces back into its hedge. You are safe again. Das war das Beste. Wollen wir nach Irland oder wollen wir weiter in den Süden? Your journey takes you over the sea, as it is to be expected when you are a Viking. It's basically what you do. But little do you know that today there's not just loot and treasures awaiting you. No! What you may find out on the sea is nothing of that nature. You cross paths with another mighty Viking ship. Its flag is unfamiliar to you, but you can tell it is formidable indeed. Ich kann die Tammy-Voice nicht so gut wie du, Sam. Du kannst die Tammy-Voice besser. Ja, hi, Babyboy. Aber die Good Boy-Voice war, glaube ich, nicht so schlecht. Ich glaube, die war okay. Who's a good boy? Ich glaube, die war okay. Was für Charaktere können in Irland warten? Oh, wir werden es, glaube ich, noch herausfinden. Formidable. And a little intimidating. Yet this ship is nothing compared to the presence stepping on its deck. A mighty Viking appears before you. Wow, that looks mighty indeed. Björn Rivalson. Well met, Viking. Muss eher wie Martin Semmelrogge klingen, ich weiß nicht. Well met, Viking. I am Björn Rivalson. A Viking without equal. I am the most powerful Viking you will ever meet. I have just returned from a long journey of pillaging and looting. I carry so much gold, we had to throw out the beds and sleep on coins instead. Oh yes, you have heard right. I have conquered the hearts of countless villages. Undefended coastal towns, quaint hamlets, wealthy farms. I reaped for their affection and I reaped at well. Ich darf meine Schwarzenegger-Imitation nicht machen, weil Sam mich sonst erwürgt. But I guess you as a beginner couldn't possibly understand. It's okay. Ist auch kein Problem, Alter. Everyone's gotta start somewhere. Why, you? Let me brag about all my achievements. You're so cool, Björn Summer. Und the real treasure is friendship. Nein, Sam macht keine Ausnahme. Was sollen wir machen? Ich bin in den Dialogen dieses Spiels überforderter als ein Heben BioWare-RPG jemals.
Komm, wir wissen alle, dass der wahre Schatz Freundschaft ist. But did you know that the real treasure is the friendships we made along the way? Of course I know. I made tons of new friends on my pillaging tour. And then I sold all that friendship and made a nice tidy profit. Well, it's been nice meeting you. Keep trying, wee kiddo. I will surpass you, Björn. I wish you were my friend, Björn. Drink meat aggressively at Björn. I'm no Vi kiddo, I'm a Viking. Das ist so scheiße, das muss ich nehmen. Sure you are, but a king needs a throne. And that throne, buddy, is taken. Mark my words, I always strive for the top. My Viking level is the highest one there is. I will become the most powerful foe you've ever had. I will become the most powerful friend you ever had. Don't lead of me to show Björn who's boss. But does this life really fulfill you? But what a preposterous question. It's not like I'm filling the emptiness in my mighty Viking heart or anything. Baka? Ah, das ist offenbar wird er dann eine Dating-Option, aber er ist kein Dorf. Wie können wir ihn daten? Das ergibt keinen Sinn. I have a feeling we will meet again, beginner Viking. So be it. I'll judge for myself if you're worthy to be called a rival then. As for me, I aim at higher goals. I am no longer satisfied pillaging just any city. No, my heart yearns for that legendary place. If anyone can brave that voyage, it's me. I want to subjugate their people. I want to see their roofs ablaze. I want to take their riches and praise Odin like we are still teenagers. That's right. I will date Valhalla! Smell ya later, loser. Das war intensiv. Your boundless lust for treasure makes your mighty Viking gaze wander across the shores. You heard of truly ludicrous riches in this territory. Time to put those rumors to the test. With utmost determination, you engage the horizon in a staring contest. Das klingt nach einem Minispiel aus Assassin's Creed Valhalla. Ein Spiel, was einen dazu zwingt, Steine zu stapeln oder Rap-Battles zu schlagen. Das zwingt einen auch, den Horizont anzustarren. You keep your eyes fixed on the waves ahead. It is truly the greatest of navigating techniques. Absolutely nothing shall escape your powerful peepers. And just as the merciless northern winds start crossing your eyes with delicious sea salt, a coastal village appears in your sights seductively. Londinium, höchstpersönlich. Oh, what's this, a Viking? I've never seen one before. Hello. You are struck speechless before you a village, nay, a town, stretches across the horizon. As the mightiest city of all of England, this town is every Viking's dream. Yet such lofty dreams come with indescribable danger. Bist du eigentlich ein Mensch oder ein Frost irgendwas? Die Haut ist schon etwas blau. Wir hatten 3 Avatare zur Auswahl. Alle 3 hatten eine andere Hautfarbe. Keine Ahnung, wir sind ein Wikinger. Lassen wir es einfach dabei. Like, what if you totally embarrass yourself in front of them? Can your heart possibly take it? Oh, no need to be all shy. I always love to chat with the occasional conquering force. I'm Londinium-chan. How do you do, Viking son? I'd like to plunder your village. I'm doing fine. Grunt plunderingly, or just start confusing pillaging motions. Wollen wir versuchen, einen normalen Dialog mit Londinium zu haben? I'm doing fine. Chibi-Jotun. Frost Giants, aber nicht sehr Giant. I'm doing fine, thanks for asking. Oh, das hat nicht viel gebracht. Aber es sind doch, wir haben 10 Zeiteinheiten, Jesus. Haha, how polite. Most visitors are much more coarse.
Those ruffians just don't know how to properly loot a village. Oh man, you brain yelled to yourself. Am I a ruffian? You're frozen in fear at the prospect of possibly insulting this mighty town. Yet you must not allow fear to paralyze your otherwise smooth, easygoing pillaging lifestyle. You managed a sort of badass shrug, mixed with an affirmative terse grunt of the non-committed variety. But then you realize Londinium's boundless power as they relax the situation instantly with a light-hearted giggle. To tell the truth, I'm a little nervous, not like you confident seafarers. I've heard tell of something called liquid courage that every Viking carries with them. I wonder if that's true. As you chat with Londinium, you can't help but marvel at the magnitude of this undertaking. Sure, they seem nice enough and they're clearly curious about Viking kind and all their wacky antics. But look at that, an entire town. Is it even possible to raid such a huge location and have a real heart-to-heart at the same time? Nonetheless, you must try. For Odin. For glory. For love. Oh, you're all right there? You're looking like you're thinking really hard. By Thor, they're right. You've done more than enough thinking. It's time for action. Viking action. What's in your mind, Viking son? Ich denke drink meat, oder? Your very Viking soul yearns for the drink of the gods. You quaff delicious meat in epic fashion. There it is. Liquid courage. My god, the true courage was meat all along. You teach me so many things, Viking son. After a bit back and forth, you feel like you've got a bit of casual raiding atmosphere going. Yet still, your mighty Viking heart is beating so fast, you briefly consider having it launch itself at your enemies like an especially awesome projectile. From the imposing city walls of mighty Londinium, a laugh echoes forth. Well, I feel like we already got to know each other better. It's not every day that you have fire set to your coastline in such a personable manner. Why don't you tell me something about yourself? I'm a vegetarian. I have a tormented past. I'm shy, oder scream unintelligibly. Was meint ihr, tormented past, um mysteriös zu wirken, vielleicht? Vielleicht ist die Figur so groß wie die Dörfer rechts und ist wirklich ein Frostgigant. Möglich wäre es. Ich weiß es ja nicht. Ja, das Dorf mag Courage, aber ich weiß nicht, was hier von Courageous ist. Hey, Aaron. Die Mach auf mysteriös Nummer habe ich erfunden, ja. Und die klappt. 60% of the time it works. All the time. You don't want to know about my tormented past that has left me so tragically handsome. But I do. Tell me what tragedy has ravaged you with such handsomeness. Or better yet, don't. Let's make that backstory mysterious as well. Get that imagination going. It could imply a few sexy Viking details. Wow, I can basically smell the upcoming book series. Let's keep this in mind. Bei uns gab es keinen Buchdruck, bei uns gab es nur Sozialdruck. Wir haben wieder unsere 4 Standardoptionen. Wir hatten schon einmal Drink Meat. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt was anderes. Vielleicht Praise Odin? Das haben wir relativ selten in der Vergangenheit gehabt. Hear my advice, brave Viking. Meat fuels your rating's power and many other fun things. Wow, you must really look up to this Odin guy, Viking son. Time flies as you conquer the hours away. Soon, what began as a light brunch battle proceeds into a passionate lunch larceny. Truly, this might be your longest and most intense raid yet, but you must not falter. Because right now, all of a sudden, the great town's interest turns towards your motivations. Tell me, why did you choose to sail here, when you had so many rich, defenseless settlements to choose from?
No special reason, no ideas, sorry I was distracted. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir Londinium schon ein bisschen Honig ums Maul schmieren, oder? There was just something about the way your inhabitants flee in terror from the Viking hordes. Yes, they tend to do that. I don't know. Whenever I witness you mercilessly tormenting my populace, destroying their livelihoods and taking their positions, I just feel such a warmth in my heart. Auch das war nur ein kleiner Schritt, aber mal gucken. Though that might just be from you seeing the thatched roofs on fire. Wollen wir ein bisschen raten? The pillaging commences. Your conquering momentum is in full swing, and so you raid. I see you are laying waste to everything before you. Well, I've seen better, but you're putting in some effort, I suppose. Ouch. Ouch, indeed. Londinium is truly the most enticing inanimate raid location you have ever encountered. Yet your muscles grow sore, and your flirty cheeks turn flabby and stupid. You could never grow tired of pillaging treasure, but for how long can your heart take this dance of the torment? Look at you, thinking narration with 3 question marks at once. We're into uncharted territory here. Viking son, it's been an interesting afternoon. Oh boy, here it comes. Yes? I can't help but feel that this meeting was destiny. Oh, wow. But don't take this the wrong way. I just think we could be very good friends. I want to be more. I know no friendship. You cut my life into pieces. Oder start crying. Guckt sich an, wie die ganzen Papa Roach-Fans aus ihren Löchern gekrochen kommen. Ihr wisst schon, das ist eine weinerliche Zeile, die aus einem weinerlichen Song stammt. Und dieses Dorf mag Mut. Also. Chat will immer nur die Meme antworten. Ja, it's true. You cut my life into pieces. This is my last resort. Ja, das kommt genauso gut an, wie der Song im echten Leben ankommt. No, let's not quote any lyrics we might regret later. But I appreciate your honesty. Attack England. You attack England, basically all on your own. Attacking England? I'm not impressed. I'm hardly unsettled even. Then suddenly the great town of Londinium becomes quiet. How very unlikely of a geographical location. Not a word can be heard from the city. You sense that something is wrong. Londinium, my senses tell me that something is wrong. What is it? Please guide my mighty Viking problem solving skills. Yes, it's true. Something is wrong, for I'm filled with doubt. No way! I just don't know if I'm ready for the next step, Viking son. I mean, could I really commit? Could you really commit? Just think of all you'd have to give up to pillage my village. That rhymed. I refuse to think. Can't it be simple? Ja, die Stimme muss in Peak Condition sein, wenn man Papa Roach singen will. Kammerton A, ne, für ungefähr 440 Herzen. Cut my life into pieces. Okay. Okay, Doubt. I refuse to think. I refuse to think in general. Oh, that is so like you. And somewhat worrying. But mostly so like you. Seize the nearest drinking horn. It's time for meat! Skull, Viking son, have another meat. I'm a Viking. To continue living is to have another meat. So wise. The battle subsides. Tja, das haben wir nicht geschafft. No longer do the flames of war rage across the land. The raid has found an end.
Yet this is not the warmth of victory which you expected to thaw the grimness in your heart. Nay, nay, I narrate. Deswegen habe ich ja gesagt, ungefähr. Ich habe gesagt, ungefähr 440 Hertz. Okay. Look at this graph. It is the icy cold of failure that shocks you into utter sadness. The proud city of Londinium no longer likes you. I think it's about time you left. I'm sorry, fearsome invader. It's just not working out. No, Londinium-chan, wait! Too tragic. In the end, it was not meant to be. Our brave Viking could just not fulfill plucky Londinium's plundering desires. The British village rejected Eivor and was later attacked by a fierce, handsome raiding party from... I don't know, probably Denmark. Do not fret. It happens to the best of Vikings. Ja, Failure, ne? Machen wir erstmal in Irland weiter. You prowl England, in search of your next worthy prey. Axe at the ready, face all ready in a permanent scowl of anger, your heart ready to conquer, you're all business all the time. When a sudden bleating attacks your ears, oh, here comes the sheep. Look at this, Norman Graf. What new devilry is this? Which demon dares confront a Viking? Who dares summon me from my sleep? As it turns out, a goat! Das unsettlingly realistic goat mit diesen Schlitzaugen und diesen, A goat stares at you goatingly. What do you do? Hello, goat. Stare back unflinchingly. I'm gonna eat that goat. Okay, ich brauche Input. Was meint ihr? Staring Contest? Höflichkeit? Aaron ist für Essen. Versuchen wir's. I'm gonna eat that goat. I'm gonna eat that goat. As you announce your intentions to nobody in particular, the goat's stare suddenly intensifies. It knows. The goat stares right into your soul. It is not afraid, says that goatly gaze. It has seen worse, it has fought worse, and it has won every time. You feel small and insignificant next to this powerful animal. Joke's on you, ich fühle mich immer small und insignificant. Who's the good boy? Ja, Gotti! Ja, der Butchi Boy, Baby Boy! Wir machen das wie mit Thor und seinen 2 Ziegen. Das ist, wenn ich mich nicht irre, ist das so, man kann Thors Ziegen schlachten und essen und so weiter und so fort. Und solange die Knochen intakt bleiben, setzen die Ziegen sich wieder zusammen und werden wiedergeboren, oder? War es nicht so? Ungefähr? Blink. I'm sorry, please don't eat me, goat. Are you my soulmate? It possibly is, brave Viking. It possibly is. You are moved to tears by this majestic creature you've never felt so understood and yet so alone. Thank you, goat. Okay, das ging schnell. Oh, coming soon? Oh, ich wusste nicht, dass das Ding noch Early Access oder zumindest unfertig ist. Ah, no. Dann müssen wir wohl Londinium nochmal probieren, hä? Es gibt diesen alten dänischen Comic, auf dem dann in den 80er Jahren ein Zeichentrickfilm basierte, namens Valhalla, wo ein Junge, ein Mädchen und ein kleiner Troll in den Dienst von Thor eintreten und durch ihre Augen lernt man die nordische Sagenwelt ein bisschen kennen. Und der Grund, warum dieser Junge bei Thor in den Dienst eintritt, ist, dass Thor besucht die Familie des Jungen eines Abends und richtet ein Festmahl aus, bei dem er seine beiden Ziegen schlachtet und er sagt, ihr könnt essen, was ihr wollt, aber zerbrecht keine Knochen. Und der Junge aber, Loki ist glaube ich auch dabei und Loki redet dem Jungen ein, ja, aber das Knochenmark ist doch eigentlich das Beste und ja, komm schon, das ist doch nur ein Knochen, was soll's. Und dann zerbricht der Junge das und am nächsten Tag werden Thors Ziegen wiedergeboren, aber einer hat halt dann ein gebrochenes Bein
Und als Strafe sozusagen nimmt Thor diesen Jungen in seinen Dienst und der muss halt Arbeiten für ihn verrichten und so. Vielleicht brauchst du genug Herzen, das kann natürlich sein, aber dieses Coming Soon, ne, das sieht so ein bisschen so aus, als ob das erst in der späteren Version des Spiels wäre oder so. Was mit dem Knochenmark und dem Jungen kommt auch in der Edda vor. Das kann natürlich sein. Ich bin keiner von diesen Typen, die die Edda gelesen haben oder auswendig kennen oder sowas. Kann natürlich sein, dass das gesamte Comic und der gesamte Zeichentrickfilm komplett nur auf nordischen Sagen basieren, die es auch tatsächlich gibt. I don't know. So, was machen wir diesmal anders? I'd like to plunder your village. Hello, Londinium. I'd like to plunder your village. Oh, Viking son. I bet you say that to all the villages you plunder. No, it's totally an original line. Well, you're certainly quite the original teehee. Upon hearing that teehee, you immediately surrender to despair. They've seen right through you, and now they're playing you like a fiddle. A dreadful melody played on your heartstrings. Yet the mighty town of Londinium plays it off with an equally mighty giggle. To tell the truth, I'm a little nervous, not like it's common seafarers. I'm not sure what it would be to be a little nervous. Also, wenn Viking Curse, ich glaube, Drink Meat ist schon die richtige Option hier, oder? Ich denke schon. There it is, Liquid Courage. Es ist halt wirklich immer nur kleine Schritte, aber solange wir wenigstens ein Herz voll kriegen, ist das ja okay an sich. Soll ich einfach immer wieder Drink Meat machen? So, something about ourselves. Das letzte Mal haben wir Tormented Pass gesagt, das war moderat erfolgreich. I'm shy. Oh, don't worry, so am I. With the support of my friends and by believing in myself, I managed to complete my character arc. Truly, I've become a stronger, more confident British capitalist for it. Wow, I should try some of the character development for myself. Maybe I can learn something about friendship. Haha, we really are alike, Viking son. Lightning fast, your meat horn is filled. You drink the delicious beverage with wild abandon. Chug, 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 amazing, Viking son. Just how do you stay this thirsty all the time? You know, it's just a theory. I think it's because of all the cold sweat of fear from my enemies, which gets into my mouth, like, constantly. Sweat is very salty, you see. Ew! Also interesting, but also ew. Time flies as you conquer the hours away. Soon what began as a slight brunch battle proceeds into a passionate lunch larceny. Motivations, okay? Ich glaube, ich kann auch ausmachen, welches Wort du meintest, Nummern Graf, aber ja, du warst sehr, sehr rough mit dem Wort. Do I need any special reason to be a huge badass all the time? I guess not. Being badass just seems to come very natural to you Vikings. It may due to a balanced diet of praising Odin and invading England. Or perhaps it's the meat. It's healthy, improves your rating capabilities, and generally improves your outlook on life. Word. It's time for meat. Wow, that's a lot of meat, Viking son. You may have a drinking problem, but like in a good way. Odinium is truly the most enticing and inanimate radar object you've I want to be more. Odinium,
I want to be more than just conquer buddies. Huh? Don't be stupid. It's not like I want you to subjugate my populace or anything, Baka. I admire you, O great Londinium. When the Vikings of old made pillaging our badass way of life, it was great towns like you that they had in mind. You complete me, Londinium-chan. Oh, you don't know what you say. I probably don't. Drink meat. The meat refreshes you. Chuck, chuck, chuck. Keep drinking in liquid courage. Very impressive. If I were at an actual physical location without capability to do so, I would totally drink with you right now. So right, I'm spilling so much meat all over the place, my entire environment is basically boozing with me no matter what. Skull to that. Das war ein großer Sprung. Then suddenly the great town of Londinium becomes quiet. Londinium, my senses tell me something is wrong. Can't it be simple? Can't it just be a simple Viking heads over heels with bloodlust? Oh, endlich, wir haben wenigstens ein Herz bekommen. Haha, you're right. Bloodlust truly is a powerful emotion. Why shouldn't we just give in to our emotions and be just conqueror and conqueree? Wow, ich weiß nicht, was man hier machen muss, um 3 Herzen vollzukriegen. Das ist ja wirklich hart. It could be just so simple. In fact, I am already very simple. Point taken. Drink meat. Your season is drinking on. It's time for meat. Skull, Viking son, have another meat. I'm a Viking, so wise. What a wonderful conquest this was, Viking son. And so, this eventful raid concludes. You are exhausted, yet hopeful. Dreamily, you gaze upon the havoc of a hard-won battle. How curious. A chance encounter between a bloodthirsty Viking and a defenseless village has blossomed into something beautiful. You have ignited the flammable roof of my heart, Viking son. Success! You have overcome your differences and find common battleground. The British settlement was pillaged and razed to the ground. The fields burned, the huts are ruined, the village treasures have been stolen. Truly a happy end for everyone involved. Ich frage mich, es gibt immer diese Sachen, ne? Was würde man tun, wenn man eine Zeitmaschine hätte und so weiter und so fort. Wenn man ins England der alten Tage zurückreisen könnte und sagen könnte, hey, dermal einst wird es ein Spiel geben, in dem die mörderischen Überfälle von Wikingern auf eure Dörfer wie romantische Eroberungen dargestellt werden. Selbst wenn man das hier mal begreiflich machen könnte, ich weiß nicht, ob derjenige nicht spontan einfach implodieren würde. Praise Odin. Yes, praise be me, you super cool super god. You cool super god Odin. Well done, brave Viking. You've charmed the fearsome town of Londinium, as I always knew you would. You're truly worthy of pursuing this quest. Your words shall encourage me to ever more absurd feats, O great Odin. Where does my quest lead me next? Ho ho ho, such eagerness. I shall reveal the next destination to you, or rather, your next destinations. Yes, for it is the plural I just utilized. There are the destinations too. 2 amazing countries for you to plunder. What? 2? That is such an amazing selection. Please, Allfather, reveal more to my quest-hungry ears. You shall now have the countries of France and Sweden available to you. Sail there post-haste to find the village of your dreams. Will I still be able to attack England even if I'm there? Of course, you will always be able to attack England. I look forward to your epic deeds, brave Viking. Mighty Allfather returns to the skies, watching your travels. Your quest continues. 2 new countries have revealed themselves to you. It's very sudden. Surely, they were impossible to find before, almost hidden. Continue on your quest, brave Viking. How perfect your plundering in England. The choice is yours. Okay. Interessant. Ja, wie spät haben wir es eigentlich? 15:25. Also, wie gesagt, ich will heute nicht so lange machen. Bis 16 Uhr vielleicht noch oder so.
Was uns zu der Frage bringt, wollen wir hier weiterspielen? Also ich glaube, das Prinzip ist klar, es ist sehr lustig, wir könnten noch weiterspielen, die Texte tragen das auf jeden Fall. Wir können theoretisch auch noch versuchen, was anderes zu spielen. Überlege, was? Schöne, schnelle Runde Dragon's Dogma Dark Arisen. Ein Spiel, das ich aus Gründen, die ich nicht näher benennen möchte, seit kurzem wieder installiert habe. Johannes! Psst! Es darf niemand wissen, dass ich Formel 1-Fan bin. Okay, wir gehen nach Frankreich. Aber es ist gut, dass sie es oben hingeschrieben haben. Ich hätte jetzt nicht gewusst, welches von den beiden Ländern Frankreich und welches Schweden ist. Speedrun Playthrough durch Dragon's Dogma. Dazu bin ich zu schlecht in Dragon's Dogma, Sam. Wolves Arisen. Ich brauch immer noch diese Tipps von den Pawns. Ansonsten bin ich in Dragon's Dogma komplett aufgeschmissen. Immer wenn ich einer Gruppe Goblins begegne, also dann frage ich mich, mögen Goblins eigentlich Feuer? Ja, Frankreich. You are a fierce Viking. Powerful, boastful, prideful, filled with all sorts of incredible ingredients. Leading the cool and inspiring life of a jet-set, pillaging superstar, you travel the sea, always on the lookout for adventure. Die Musik im Hintergrund. What terror will you bring upon the unsuspecting citizenry today? You just can't decide. Maybe today you'll just sail into port and be so obnoxiously cool, everyone will feel envious and inferior. That'd be pretty badass, you reckon? Or maybe you'll just steal all the treasure, set a roof or two on fire, and seriously bother a dock or something. Let's find out. You'll steer your ship to the coast with a powerful, lean landwards. You can barely contain your excitement for all the PG-13 Viking action coming up. Yet you wonder, does being a huge badass all the time truly fulfill the desires of a lonely heart? But, brave Viking, there's no time for doubt. A picturesque village appears in sight, filled with treasure, negligible defenses, and lots of prime Odin-praising opportunity. What beautiful landscape, what immaculate architecture, what easily terrified population. You ready your favorite axe. Explosion! And just then you know exactly what to say. I am a powerful Viking, I conquer in Odin's name. Drop your axe, stunned by the village's majesty. Ach warte, nee, ich glaube das ist der Murloc-Sound. Und, nice to meet you. Mind if I raid around a bit? Hi, Dopsy. Hi, baby boy. Hi. Yeah, you're a good boy. Chicken, viele Sachen, die ich mache, sind fucking creepy. Ich meine, Mages sind halt. Es ist sehr verwirrend in Dragon's Dogma. Mages sind im Grunde eine Support-Klasse. Mages sind auch gut, sie können auch Spaß machen, wenn man sie selbst spielt und so weiter und so fort, aber jede Klasse führt dazu, dass die Kämpfe ein bisschen andere Dynamik haben. Ja, also, wenn man ein Fighter ist, ist die Dynamik anders als mit dem Warrior ist anders als mit dem Strider anders als mit dem Magic Archer. Und mit einem Mage ist sie vielleicht am grundlegendsten, weil die Hauptaufgabe des Mages im Grunde ja nicht nur ist, dass er Schaden machen soll. Mages haben ja eine Kombination aus Schaden und Buffs und Heals und so weiter. Ja, deswegen ist es vielleicht nicht das Beste. Oh, als ob sie antwortet mit meiner creepy Stimme. Das ist aber süß. Das Lustigste an der Hydra am Anfang ist eigentlich, wenn man
wenn man dann auch noch so eine Sache mitkriegt, wie, dass man ein Explosivfass nehmen und ihr zuwerfen kann und sie verschlingt das. Und dann siehst du, wie es in ihren Hals travelt und dann kannst du es zum Explodieren bringen. Und, was auch passieren kann, ist, wenn die Hydra dich verschluckt, dass du in ihrem Hals bist und du siehst, wie die Beule in ihrem Hals nach unten travelt. Und dann kannst du versuchen, ihr den Kopf abzuschneiden, bevor es zum Game Over kommt und so. Ja. Also ich denke, die Sache ist dieses, man kann Dragon's Dogma auf verschiedene Arten spielen und sicherlich ist nicht jede Art für jeden Spieler gleich unterhaltsam. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. I am a powerful Viking, I conquer in Odin's name. The name of your greatest and coolest god echoes throughout the village. Peasants frothed at the mouth from both adoration and panicking. No raid would be complete without praising the heck out of Odin. Interesting. I've never heard of an invasion heralded by Odin. Of course, as a worldly village, I do appreciate the occasional light invasion on my shores, but I've never had an Odin-themed one. Odd, you'd expect more of those. That's okay, we Vikings are all about spreading the word on how awesome Odin is. I would love to see Odin someday. Maybe you could arrange for something. Now then, you fierce invader. What will you do next? Surprise me. Or not. Hear my words, brave Viking. You're here to conquer in my name. Huh, sounds like you're right. You really are here for Odin. Yeah, Odin sent me out. We're cool like that. And here's a cool tip for you. To win over the village, you need to learn manners from the best. Very helpful. Now it is time to learn more about this picturesque village. The ice has been broken. The first impression has been made. Now, what comes next? Show that you carry a conversation as easy as you carry an axe. I don't think I'm ready. Apologize for rudeness. Apologize for not being rude enough. What's your favorite Norse god and why is it Odin? Gut, dann was von Doki Chicken. Dragon's Dogma Dark Arisen gibt's gerade für 4,79 auf Steam. Wie ich kürzlich getweetet habe, gab es die auch kürzlich auf der also die PlayStation Download-Version gab es kürzlich auch für 3,99 oder so. Es ist wirklich ein gutes Spiel. Ich denke, jeder sollte es sich zumindest angucken, um rauszufinden, ob es was für einen ist. Ja, Boon, aber was du mit diesem Troll auch machen kannst, ist, du kannst ihn so provozieren, dass er auf dich zustürmt, und dann kannst du ihm einfach aus dem Weg gehen und er fällt dieses ganze Riesengebäude runter und ist tot. Wie ist dein Steam-Name? Ich wollte mal einen neuen Run auf schwer starten und könnte deinen Porn mitschleppen. Dopsy Sam, kann einer von euch beiden vielleicht mal meinen Steam-Namen hier reintippen? Das wäre sehr nett. Dankeschön. Allerdings ist mein Porn momentan sehr schlecht. Weil ich gerade, mein Porn, Barda, Big Barda, ich bringe gerade die ganzen verschiedenen Vocations und sowas bei, und wenn man dann zwischen den Vocations hin und her wechselt und sich noch nicht um die Inclination des Porns kümmert, dann macht der Porn nur Blödsinn. Also Sam hat kürzlich versucht, Barda mitzunehmen, und offenbar macht Barda momentan nur Scheiß, wenn man sie mitnimmt. Was mir ein bisschen leid tut. Leos Porn war noch nie gut. Hey. I'm big in Japan. Okay? Mike Sustes. What's your favorite Norse god and why is it Odin? It's Odin because he's literally the only Norse god I know. Victory by default is also victory. True. It's Viking tautology. The village lets out a picturesque sigh. Even their sounds are, in some inscrutable manner, very picturesque. No porn-shaming but. Was but? Komm schon, wenn du was zu sagen hast, dann sag's. Los, Sam. Well, let me ask you a question then. Your ears perk up. It appears thinking is required. Mind battles are afoot. Theoretical question, actually. Oh no! Theoretical mind battles.
If you had to choose between a pretty, scenic, perhaps even picturesque tourism spot and being pillaged by a handsome Viking, what would you choose? Just hypothetically speaking, of course. No basis in reality whatsoever. Would you give in to the lure of dangerous Viking action? Yes. No. I chose the third option. Sorry, I wasn't listening. Huh? Like what? Why not both? That is possible? Anything is possible when you're dealing with Vikings. It's called the Viking Probability Distortion Field. VPD. You can both be raided by Vikings and be an attractive tourism location. No reason not to have both going on at once. People love seeing Vikings. Kids love them. I didn't even consider that. Yes, you could have your photo taken with an ongoing invasion. You have such great business sense, Viking. The sound of approaching tourism alerts you. You can see them on the horizon. Hordes of spanning happy fellows. So, ich rede schon eine Weile und ich glaube, mein Mund ist mittlerweile so ein bisschen... Prepare to throw cash at a picturesque village. In a way, the very opposite of a Viking. Ah, the touristic terror approaches. You must flee, Viking, lest you be commercialized. Their gentrification powers are no laughing matter. True, your raid will soon be cut short, but rest assured, your final Viking action shall be your greatest yet, prays Odin. Hear my words, brave Viking. True politeness and true rudeness are the paths to victory. Nothing in between will do. No half measures. The touristic terror befalls the scenic village. But what do they find? Fire, ruins, devastated citizenry. General traces of badass Viking actions as far as the eye can see. Yet the picturesque village is not bothered in the least. Delightful Viking, you have shown the true power of proper raiding. I don't care about being a tourist hotspot anymore, they'll be back. You've taught me to enjoy myself once in a while. Manners, rudeness, pillaging, it's all great, but it's also important to relax. Relax and let the flames of devastation warm your heart. Thank you so much, Viking. Ich muss was fragen. Kann man Blush Cheeks einfach auf alles drauflegen und es funktioniert? Einfach egal worauf? Gibt es irgendetwas, wo Blush Cheeks nicht funktionieren? Okay, wenn Gurkenglas halb voll ist, sagt, dann glaube ich ihm sofort. Ich meine, er ist der Artist hier in der Runde. Und das ist, It worked with tanks, so yeah. Victory! Tourism has been thwarted once more. You have brightened the picturesque village's day in doing so, a reward all by itself. And then there's treasure on top of that, so go you. You hunger for snacks. Your hunger for snacks roars like a wild beast. And so, craving the munchies, you awaken from your slumber and set out to acquire said munchies. Good thing a number of common Viking... danke nochmal, Graf, mach ich gleich nach dem Stream. Good thing a number of common Viking discounters are just nearby. In France, no Viking would ever risk being caught without snacks, especially this far inland. But as you navigate an open world environment fraught with side quests, you encounter an unexpected character. And he is neither snack nor side quest. Haha, it is I, Björn Rivalson. It is he, Björn Rivalson, smug Viking extraordinaire. He breathes glory and exudes arrogance. Man, what a dirtbag. But he hasn't even done anything yet. Maybe he'll be nicer this time around. Greetings, Lower Viking. Guess not. I see you're doing well. Guess raiding does suit you after all. But France is much tougher than England. You'd better turn back before you run into any really difficult villages. They'll just break your tiny frail little heart. He smugly crosses his arms as if daring you to be offended. Curse you, Rivalson! You're up to something, aren't you?
Did you hear of modern victories in England? Oder pointedly ignore Rabbitson. Pa, what makes you think that? I don't know, it seems like you were waiting for me here. What are you planning? Why, the very claim is absurd. It is my busy jet-set Viking life. I can hardly spare the time to entertain one beginner Viking. Just how long did you wait? I didn't wait for you. Several hours? No, I did not wait. I merely happened to be in the area. For several hours. Pa, I have no respect for time. Its inevitability offends me. Who cares how long I stuck around to encounter you purely by chance? Anyway. He steadies himself. With one hand, he leans on his nearby dragon boat, which is inexplicably here on land. Presumably, he carried it all this way. Just to look cool leaning on it. I heard something rather interesting. Not far from here, there's a village. But not just any village. This one, they've got tiny little city walls. No guards. The populace is prone to panic and narcolepsy. And the harbor provides premium anchoring spaces. You mean? I do mean indeed. Up ahead, there's an easily conquerable village. And they're just waiting for a beginner Viking like you to melt their heart. Why are you helping me? I don't care. I'm way too cool to care. Thank you. That's uncharacteristically kind of you. Unrelated, but have you ever heard of Updog? Sollen wir fragen, ob Updog kennt? What? Huh? The mighty Viking conquerors clearly expect a different reaction from you. He frowns conquerously. What is this What is this inane question? No, I've never heard of that. So, you don't know what that is? No, I don't know it. I don't care. I do know, actually. I could tell you, if you asked. Frustrated and clearly thinking himself above all this nonsense, Rabbitson capitulates before your strange approach to dialogue. Fine, I'll ask. What's up, dog? Nothing much. How about you? Peak comedy. I win. Yeah, I guess you did. His eyes are that of a man whose soul just died. Well then, I shared my wisdom with you. So it's back to adventure for me. I mean, what kind of Viking would I be if I weren't constantly pillaging for fame and glory? Constantly. Never ending. Farewell, or farewell, I don't really care. Rabbitson jumps aboard the ship. The rudders lift the ship up through sheer force, starting to move it over land in an extremely inefficient manner. That just proves how determined he is. Quick, say something witty, something that he will remember you by. Hey, wanna catch the happy hours for drink later? I swear I will defeat you someday. I swear you will defeat me someday. Oder, Björn, pull my finger. What? No, that would require me to touch you. Come on, just pull my finger, here. I shall not, for the pulling of your finger is a mere prelude to a thunderous jape. Yeah, I'm gonna fart. I thought we were both clear on that. You unabashedly admit your planned prank? I do, and I dare you to pull my finger. Look, this fart is gonna happen sooner or later. Best to get this over with when you still can mentally prepare, right? I'm leaving now. Smell you later. That came out wrong. Not pulling on any fingers offered, the mighty Viking Björn Ravelson revs the engines of his boat. It dashes off, leaving you and your finger behind. Sooner or later, this finger is getting pulled, Björn!
And with that, the Viking is gone. Just what was Rivalson up to? Conflicting feelings fill your Viking heart. You trot on. Snack Wars. Ah, das war schön. Ich hatte gehofft, dass wir Björn vielleicht nochmal treffen, bevor wir den Stream beenden. Genauso stelle ich mir Leo vor, wenn er bei einem Date einen Witz gemacht hat. Aaron, ich kriege überhaupt keine Dates, es sei denn, ich mache solche Witze. Okay? Das ist auf meinem Dating-Profil, und das ist kein Joke, auf meinem Dating-Profil steht bei besondere Talente, ich kann die Nasenspitze anderer Leute mit meiner Zunge berühren. Ich baue sehr hart darauf, dass mein schlechter Humor mir Dates bringt. Gucken, dass er voll muss bei Björn immer an Speckobst denken. Das ist okay. Okay, du hast mich überzeugt, wann soll ich nach Berlin kommen? Ah. Aaron, wollen wir unser Verhältnis nicht als ein rein professionelles lassen? Du gibst mir Abos und Geschenke und andere pekuniäre Sachen und ich gebe dir Entertainment. Leo geht nicht in eine Bar. Doch, Leo geht eigentlich ganz gerne in eine Bar. Nur halt in den letzten 2 Jahren etwas weniger. Und außerdem in der Dating-App kann ich zumindest meine schlechten Jokes schon mal hinschreiben. In der Bar muss ich das ergeben, dass ich die bringen kann und so, ne? Und wann kommt das Entertainment? Oh! Aaron wieder. In Sicken Burns. You are being followed! So wie ihr auch diesem Kanal hier folgen könnt. Oder mir auf Twitter. Oder dem Time 3 YouTube-Kanal. Just saying. All your Viking senses agree on this. Danke, Sam. Danke, Sam. All your Viking senses agree on this. Sight, hearing, smell, thirst, meat thirst, abstract geometry, and the innate ability of all Vikings to sense nearby goats. You momentarily pause your purposeful power walking. It's a beautiful day, on which you have decided to enjoy a traditional Viking meal, the sandwich. And yet you seem to be followed. Suspiciously, you scan the surrounding French landscape. Your environment is almost obscenely French, yet spotted with no more enemies than usual. Just where could the sense of dread come from? Then, the menace appears. A goat fearlessly strides towards you. Its cloven hoofs trample the landscape with reckless abandon. What a monster! Its disturbing eyes set on you. The goat advances. How shall you deal with this relentless pursuer? Fight off the beast. Seduce the beast. Realize the true beast has been mankind all along. Become the beast. We all know what to do here. Indeed. Desperate circumstances call for desperate actions. You can think of only one way to ward off the beast. Ich meine, uns wären auch noch 3 andere Wege eingefallen, aber looks like this is happening. Hey, goat. Are you doing anything later? It appears the goat is, in fact, not doing anything later. This is an absolute disaster. The goat has not been stopped by your advances. In fact, it has advanced. Quickly, you surmise your only chance is fleeing. You clutch your sandwich with determination. Where should you flee to? Flee to your ship. Flee to your mom. Flee to historically accurate Wolfsness Norway. Flee in little circles. Ich liebe das Writing dieses Spiels. Das tut mir sehr leid, Johannes. Ich weiß auch, dass Fernbeziehungen sehr scheiße sind. Ich habe selbst lange eine geführt. Das ist wirklich sehr schlimm. Ich kann dir dazu auch wenig Tröstliches sagen, weil alles zackt dann in so einem Moment. Es ist nur...
Ich weiß auch nicht. Ich glaube, Fernbeziehungen waren tatsächlich noch wesentlich schlimmer, bevor die ganze Sache war mit Internet und Videochats und solchen Sachen. Und es ist nicht dasselbe, definitiv nicht. Aber es ist, ja, wenn man nicht bei der anderen Person sein kann, dann letzten Endes, also natürlich ist man traurig und das soll man auch sein, das soll man zulassen und so weiter und so fort, aber es bringt nichts zu verzweifeln über Sachen, an denen man nichts ändern kann. Sondern man muss, glaube ich, dann eher sich antrainieren und lernen, die Sachen zu genießen, die möglich sind. So, nach dem Motto. Und oh je. Dann wünsche ich dir natürlich nochmal extra Erfolg für deine Herz-OP. Hoffe, dass alles gut läuft. Aber ich bin zuversichtlich. Wer eine Fernbeziehung aushält, der schafft auch eine Herz-OP. Und wer meine Streams regelmäßig aushält, der hält alles aus. Nein, aber ganz ehrlich, ich hoffe, alles wird gut. Das ist... Warte, kann ich nicht irgendwie... Nein, nicht YouTube. Shut up, YouTube. Shut the fuck up. Shut the fuck up, habe ich gesagt. Das habe ich mir gedacht, dass das nicht die erste ist. Solche Probleme sind ja dann oftmals die Folge von irgendwas. Ich überlege. Versuche sogar rauszufinden, wie das nochmal genau ging. Ah ja, hier. Gut. Funktioniert das jetzt? Mann! Ich wollte einen bestimmten... Ich wollte eigentlich Johannes ein Abo schenken, als kleine Aufmerksamkeit. Aber aus irgendeinem Grund... Ah, jetzt geht's. Okay, sorry. So, jetzt. Ja. Das sollte hoffentlich irgendwie gehen. So. Du sollst dich dafür gar nicht bedanken. Es ist einfach nur, damit du dich ein bisschen besser fühlst und damit du, dass du es als kleinen Stärkeschub mitnimmst in diese schwierige Zeit, in der du dich gerade befindest. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Danke auch an To Be Chicken, der offenbar dieselbe Idee wie ich hatte. Jetzt habe ich Boki auch noch eins geschenkt. Was soll's? Egal. Whatever. Gut. Wo waren wir? Achso, ja, flee in little circles. Cleverly, not unlike the wily, stupid rabbit, you keep running in little circles. The goat will attempt to follow you, but since your circles are very tiny, it has to follow on the outside of your circle. Meaning, its path of pursuit is much longer than yours, exhausting the animal soon. Not to mention it will have to turn and adjust its footing constantly. That's a super uncomfortable way to run. Heavens, this battle might already be won. You allow yourself a brief respite by laughing triumphantly. The goat just sits there and watches you run like an idiot. Blast! Foiled again! Your delicious sandwich is drenched with a sweat of anxiety.
What can, nay, must you do to make it through this crisis? Camouflage yourself. Pray to Heidrun, the great meat god of Yggdrasil. Just ignore the goat, or show the goat who's boss. Show the goat who's boss. Yeah, it's about 2 dialogue options too late for that now. The goat is pretty much bullying you. How can you resolve this? What now? Pray to Heidrun. Impossible! She would never side with you over the goat. Also, she's not actually fictional. Pinky swear. Look it up, Kate. Thanks. What now? There's nowhere to hide. The goat's piercing gaze reveals all. What now? Okay, just ignore. The goat is impossible to ignore. Oh no, now it's crept up to you. It's breathing down your neck. This is an unprecedented crisis. What now? Give the goat your sandwich. And then you just hand the goat your sandwich. The goat quickly devours the delicious bread. It pays you no attention whatsoever. When it's done, it looks at you directly as a final power move. The animal leaves. Phew. Well, that was weird. Okay, gut. Ich denke, mit dieser letzten Eskapade können wir für heute auch Schluss machen. Wie gesagt, ich habe noch ein bisschen zu tun, deswegen heute nur ein etwas kürzerer Stream. Ich hoffe, das ist okay. Aber ich hatte sehr viel Spaß mit dem Spiel. Es ist sehr, sehr albern. Und sehr, sehr lustig geschrieben. Sehr gut. Ich finde es trotzdem ein bisschen schade, dass wir Sucker for Love nicht streamen können. Wahrscheinlich gar nicht streamen können, auch in Zukunft nicht. Weil Auflösung komisch ist und weil OBS sagt, nö, erkenne ich nicht. Aber dass bei uns was nicht funktioniert. What else is new? Ich entschuldige mich schon mal für den heißen Tag. Ach, ich glaube, das ist okay. Das ist auch einer der Gründe, warum ich heute kürzer gemacht habe, weil ich habe noch die Erinnerung und die Erfahrung daran, wenn ich Dating-Sims spreche. In der Vergangenheit, wenn ich es zu lange gemacht habe, dann war es wirklich so, aber ich glaube, heute ist das okay. Vielen lieben Dank nochmal an Aaron, der indirekt diesen Stream heute gesponsert hat, indem er uns das Spiel geschenkt hat. Und Sucker for Love natürlich. Vielen lieben Dank, Aaron. Nochmals alles Gute für Johannes. Vielen lieben Dank an Dopsy und Sam, die einfach nur wundervoll sind. Danke Sam. Sam hat nochmal die Link-Shotgun abgefeuert. Wenn ihr diesem Kanal folgen wollt, dann sucht einen Therapeuten auf. Ihr habt allerdings die Möglichkeit, diesem Kanal hier zu folgen. Ihr könnt einfach ein Follow hinterlassen, dann kriegt ihr mit, wenn ich streame und so weiter und so fort. Ihr könnt mir auf Twitter folgen, dann kriegt ihr mit, wann ich streame und so weiter und so fort. Und ihr könnt diesen Kanal hier unterstützen. Zum Beispiel, wenn ihr Amazon Prime habt, dann könnt ihr ein Prime-Abo hinterlassen. Ihr habt das Prime-Abo sowieso rumzuliegen. Warum gibt es nicht mir? Ich krieg dafür Geld und dieses Entertainment hier rechnet sich ein bisschen für mich. Ist doch schön. Oder vielleicht habt ihr kein Prime-Abo, aber ihr habt ein bisschen Geld rumzulegen. In diesen schwierigen Zeiten, wo niemand Geld hat. Vielleicht habt ihr trotzdem Geld. Wer weiß. Falls ja, cool. Und falls ihr davon bereit seid, ein kleines bisschen herzugeben, könnt ihr ein normales Abo hier hinterlassen. Oder, wenn euch das alles nicht gefällt, könntet ihr auch auf Patreon spenden. Auch dafür gibt es einen Link. Ihr könnt außerdem auf den Discord-Server kommen. Manchmal sind dort Leute. Eine Sache, die sich vielleicht lohnt zu erwähnen, ist, wenn man mich auf dem Discord-Server taggt, dann antworte ich auch. Ich gucke nur nicht jeden Tag aktiv drauf und so weiter und so fort. Ne? Also das nur so am Rande. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn ihr den Time to 3 YouTube-Kanal abonniert. Dort werden die Sachen hier archiviert. Und es gibt viel anderes zu sehen, unter anderem Mats. Okay. Und Thomas und Robin, die auch Dinge tun. Sam ist eine Modere. Ja, eine Zundere, aber als Mod. Die wichtigste Frage jetzt, wer wird geradet? Oh, ihr meint, diesen Stream kann man nicht ausgehen lassen, ohne jemanden zu raiden? Ihr habt ja im Grunde recht. Speckobst? Speckobst. Das ist doch eine Idee. Raiden wir einfach mal rüber zu Speckobst. Der spielt zwar Final Fantasy 14, macht aber nichts. Wir raiden trotzdem zu ihm rüber. Dann hoffe ich, es geht euch gut. Habt noch einen schönen Sonntag, einen guten Start in die neue Woche. Und wir sehen uns spätestens nächsten Sonntag. Wahrscheinlich dann wieder zu Uncharted. Okay. Bis dann.
Bye, bye.